Hallo, heute wieder in Farbe und live aus meinem Studio hier in München und herzlich willkommen zu meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Es geht wieder um das Thema Dividenden. Aktuell brandneu gibt es einen Monatsdividendenzahler und ich erkläre euch gleich, um was es geht. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und kommt auf meinen Kanal, unterschreibt hier ein Abo und ich freue mich auf jeden weiteren, der hier gerne daran teilnimmt. Ja, auch im Februar gibt es wieder Dividendenzahlungen und wie ihr seht, hat hier die Börse Online eine Liste erstellt, nämlich Dividenden im Februar mit mehr als 7%. Diese Aktien schütten bald viel Geld an uns aus und der Kollege Marian Kopocz hat hier eine Liste gemacht, der TransAlta Renewables, und das ist ein monatlicher Dividendenzahler, ein Energiegewinnungsunternehmen, und das gibt es irgendwann in der Zukunft ein Video dazu. Und der zweite Wert ist Main Street Capital. Main Street Capital mit 7,15% Dividendenrendite ist mir durchaus aufgefallen und ein positiver Wert hier in dieser 10 Aktienliste. Main Street Capital, aber es ist nicht viel weiter dazu erklärt in diesem Artikel. Deswegen schauen wir uns mal mehr als nur den Graphen an. Hier seht ihr, der Aktienkurs ist leicht gestiegen aktuell. Und was machen die überhaupt? Was ist das für ein Unternehmen? Main Street Capital ist also ein sogenanntes BDC-Unternehmen. BDC heißt Business Development Company und es ist nichts auf gut Deutsch, nichts anderes als eine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. Das heißt, eine besondere Art von Rechtsform. Die Unternehmensform, die also Main Street Capital verwendet, ist das sogenannte RIC. RIC steht für Regulated Investment Company. Und die RICs, die haben das habe ich mal für euch recherchiert, eine besondere Gegebenheit. Sie müssen nämlich hier 90% ihres Nettoeinkommens, also der Kapitaleinkünfte, des Gewinns sozusagen, das müssen sie an die Aktionäre auszahlen. Und deshalb kommt es also zustande, dass hier eine sehr hohe Rendite entsteht, nämlich von ca. 7,15%, wie wir eingangs im Artikel von Marian Kopocz gesehen haben. Und es wird also stetig ausgezahlt. Das heißt sogar bei der Main Street Capital Corporation, nämlich für jeden Monat. In jedem Monat gibt es also eine Dividendenzahlung. Gehen wir mal weiter in meiner Übersicht. Was macht eine BDC, also was macht eine Beteiligungsgesellschaft? Sie gibt also bestimmten privat- und institutionellen Anlegern Kapital und holt sich dann über die Zinsen und deren Beratungsdienstleistungen zum Beispiel das Geld wieder verzinst zurück und das hoffentlich auch profitabel. Wie hoch ist die Ausschüttungsquote bei BDCs? Das hatten wir gerade, 90%. Welche Risiken bestehen bei den BDCs? Ja, natürlich wie bei jedem Investment kann das fehlschlagen, das kann aber auch sehr gut und positiv laufen, und gerade da sind bei den BDCs, weil sie doch sehr diversifiziert sind, und das werden wir auch gleich nochmal bei Main Street Capital genauer sehen im Detail, dass das der Fall ist, und dann ist das Risiko natürlich auch breiter gestreut. Es gibt hier noch ein sehr interessantes Video von Markus Redder. Da hat er ab so Minute 13:52 geht er auf die Main Street Capital ein, und ich liefere euch jetzt auch nochmal gleich einen Mehrwert über Seeking Alpha. Seeking Alpha ist eine Analystenplattform, wo also jeder, der dort teilnehmen möchte und Analysen formulieren kann, hier entsprechend auf der Plattform seine Bewertung abgeben kann. Die sind aber wirklich gut, und das schauen wir uns gleich mal an. Wenn ihr selbst bei Seeking Alpha recherchieren wollt, dann geht doch einfach mal über meinen Link, Affiliate-Link, in die Plattform von Seeking Alpha. Dort gibt es zurzeit also das Angebot hier 50% von $240 pro Jahr als Premium-Mitgliedschaft. Ansonsten zu einem sehr guten Preis von 110 € im Jahr könnt ihr dann auch auf die Plattform von seekingalpha.com unbegrenzt eure Artikel aufrufen. Jetzt bin ich einfach mal in Main Street Capital gegangen, und dieser Artikel hier ist mir positiv aufgefallen. Ansonsten, sie sind wirklich eine Beteiligungsgesellschaft über alle Sektoren. Ich habe mal hier diese Grafik aufgerufen, und da seht ihr also das Kuchendiagramm. Da ist Internet dabei, da ist Healthcare dabei, also Gesundheitswesen, da sind Consumer Services, da sind Logistiker dabei, IT, Tabak, Aerospace, Luftfahrt, Software, Food Products, Chemie, Öl, Hotels, Maschinenbau,
und so weiter, Energiegewinnung und so weiter und so fort. Lest es euch einfach selber durch und also super, sehr gut, brutal diversifiziert, was natürlich eine großartige Stabilität in Main Street Capital hineinbringt. Ich verlinke ihn auch wieder unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt ihn natürlich dann euch in Ruhe genau durchlesen, aber ich gehe auf ein paar Themen hier ein, nämlich das Investitionsportfolio für Private Loan, also das sind die Privatkredite, besteht aus 87 Investments mit einem Volumenbewertung von 1,5 Milliarden US-Dollar und das macht 37% des gesamten Investitionsportfolios bei Main Street Capital also aus. In dem anderen Segment, ist dem Middle Market Investment Portfolio, gibt es 33 Investments, das steht hier unten, mit einem Gesamtvolumen von 354 Millionen US-Dollar und entspricht also circa 9% des gesamten Portfolios. Was ist jetzt aber so interessant bei Main Street? 76% der Schuldanlagen von Main Street Capital sind zu variablen Zinssätzen verzinst und werden meistens vertraglich Mindestindexzinssätze und untereinander und werden dementsprechend auch höher verzinst werden im Laufe der nächsten Zeit. Ein Anstieg der Zinssätze um 100 Basispunkte und das bedeutet also um circa 100 Basispunkte Wachstum sein und ein Anstieg von $0,23 für dieses laufende Jahr pro Aktie. Wir schauen auch nochmal weiter. Ich habe auch den Aktien Trader Fox aufgerufen, um kurz mal in Main Street Capital zu schauen. Also hier gibt es ja den Qualitätscheck, den Dividendencheck und Wachstumscheck. Wachstumscheck ist durchschnittlich nicht so gut bei Aktien Trader Fox bewertet, aber Dividendencheck ist durchaus gut, nämlich von möglichen 15 sind 12 Punkte hier erreicht worden. Die Bewertung nach dem Fair Value, wenn man hier auf Jahresbasis geht, liegt also bei ca. 44 US-Dollar und wir sind aktuell bei einem Wert von, hier hat man es gesehen, bei Seeking Alpha. Der aktuelle Kurs war ja letztens bei 40 Dollar. Also wir haben hier noch 3-4 Dollar Luft nach oben, dann wären wir schon bei dem Fair Value der Aktie. Es gibt noch den sogenannten Petrovsky Score, der sagt also über die finanzielle Stärke des Unternehmens eine Kennzahl aus und der Petrovsky Score liegt in der Mitte von 9, hat er 4 Punkte hier erreicht. Bei der Bewertung von Main Street Capital ist jetzt in der Mitte, ist nicht so gut, muss man sagen, aber liegt daran, dass hier die Eigenkapitalquote ein bisschen gering ist. Das muss man weiter verfolgen und ja, ist vielleicht ein Punkt, wo man eventuell nicht all in geht. Euch auch noch die historischen Aktienzahlungen, also hier bei dem Aktienfinder, das finde ich immer sehr gut, diese Übersicht. Man sieht, die zahlen monatlich Dividende, teilweise gibt es eine extra Dividende, Sonderdividende. Die nächste Zahlung wäre jetzt am 15. Februar. Wie sieht das Ganze im Chart aus? Wir haben hier, ich habe mal den maximalen Chart auf der Börse Frankfurt.de aufgerufen. Der Kurs war schon wesentlich höher. Man könnte jetzt hier mal vom Allzeithoch messen und sieht, wir sind ungefähr 14%, ja 15% entfernt vom Allzeithoch. Die Aktie war also auch schon mal höher, hat aber sich hier im Laufe des Augustes letztes Jahr gab es eine kleine Rallye und auch schon das Allzeithoch vor dem Corona-Crash wieder erreicht und hat Potenzial, wie gesagt, nach oben. Trade Republic habe ich hier also 156 Stück. Ihr seht den Monatskurs nochmal. Die Dividende liegt aktuell nicht ganz mehr bei 7%, weil wir doch in den letzten Tagen nach oben gegangen sind. Also sind aktuell 6,73% und wir schauen mal auf die Dividendenzahlungen, die hier entstehen im Jahresverlauf, wie gesagt, am 15. Februar sein. Es ist sogar öfters als 12 Mal pro Jahr eine Zahlung, weil es sogenannte Sonderdividenden gibt. Immer zum 3-Monats-Rhythmus, nämlich im März, Juni, August und Dezember gibt es nochmal am Ende des Monats eine zusätzliche Sonderdividende, sodass wir hier auf 30 Eurocent pro Monat kommen. Seht,
Die Position ist bei mir ungefähr 5.700 Euro groß. Ich habe hier auch, ganz wichtig, einen Sparplan drin, dass falls also hier die Aktie weiter nach oben gehen wird, ich werde sie auf alle Fälle weiter nachkaufen und finde auch, dass KGV mit mittlerweile 11 bis 12, der 13, KGV von 13 ist gut und denke ich, kann man damit leben und im Vergleich zu den anderen etwas höher vielleicht. Ja, so viel zu Main Street Capital, ist also eine BDC, Beteiligungsgesellschaft, hat ein RIC, ist also ein Regulated Investment Company und zahlt monatlich Dividende in Höhe von ca. 6,7% aktuell. Also Marian von Börse Online, hier haben wir nochmal nachgelegt und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, ich würde mich darüber sehr freuen und bleibt gut investiert. Ich wünsche euch eine spannende Woche und bis bald zum nächsten Video. Ciao, ciao.